Der Currykalle sucht einen Nachfolger. Ich glaube, wir kommen ins Geschäft. Was will denn der Wurstfritze für den Laden? 30.000 €. Emilio ist aber blank wie eine Glatze. Ich krieg 3.000 Eier, nur dafür, dass ich mir ein paar Pillen einwerfe. Eine der Nebenwirkungen ist zum Beispiel Impotenz. Ich liebe dich! Ja, ich liebe dich auch. Du hast viel Schlimmes erlebt. Dieser Schiffbruch und der Tod von deinem Vater. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dich hält diese Insel immer noch gefangen und ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Es handelt sich um ein Herzensprojekt von Frau Dr. Eschberger-Löderich. Als Wirtschaftsministerin hat sie sich dieses Projekt auf die Fahnen geschrieben. Ich will keinen Autobahnzubringer in unserem Wald. Sag du doch auch mal was. Du hast meinen Bruder doch gehört. Danke für deine Unterstützung. Hagen kauft uns die Show bis hierhin ab, aber er ist nicht dumm. Wir müssen das Ganze weiter perfekt inszenieren. Es geht um einen der größten politischen Bestechungsskandale der letzten Jahre und Hagen steckt da mittendrin. Na komm, sag schon. Was ist das für ein Bestechungsskandal? Hier, such dir schon mal dein Brautkleid aus. Was hat der Artikel jetzt mit Brautmoden zu tun? Mehr als du denkst. Wirtschaftsministerin Dr. Gabriele Eschberger-Löderich macht mobil. Mit Staatssekretär Per Mertens plant sie zahlreiche neue Straßen in der Region. Und eine dieser Straßen ist ein 6-spuriger Autobahnzubringer durch den Westforst. Hagen liebt seine Bäume, jeden einzelnen. Er wird nicht zulassen, dass auch nur einer wegen einem Autobahnzubringer gefällt wird. Und da kommt mein alter Studienkollege ins Spiel. Der Staatssekretär Per Mertens. Er hat durchblicken lassen, dass seine Chefin durchaus verhandlungsbereit wäre, wenn wir bezahlen. Du meinst, wenn wir sie bestechen? Ich glaube, in deren Kreisen nennt man das eher Parteispende. Hagen wird niemals einen Politiker schmieren. Umso schlimmer, wenn er dabei erwischt wird. Dann wird er als Chef von Lahnstein Enterprises untragbar und Per wird Minister. Das gibt einen fetten Skandal, Sebastian. Nur wenn es rauskommt. Und daran dürfte der Ministerin nicht gelegen sein, auch Hagen nicht. Beide werden still und leise zurücktreten. Und wir werden heiraten. Eine klassische Win-Win-Situation. Sie haben doch schon unterschrieben. Ja, aber entschuldigen Sie, ich bin ein verheirateter Mann. Ich liebe meine Frau. Ich habe gern Sex mit ihr. Und egal, was Sie für diese Testreihen zahlen, ich lasse mich doch hier nicht zum Eunuchen machen. Meine Männlichkeit, die lasse ich mir nicht abkaufen. Für kein Geld der Welt her damit. Wissen Sie, ich will Kinder. Einen ganzen Stall voll Kinder. Und das lasse ich mir von niemandem nehmen. Von Ihnen erst recht nicht. Von Ihnen nicht. Gut, sag bitte, lass ich dann die Bestätigung zukommen, ja? Sebastian! Was gibt's? Ich wollte nur wissen, ob es noch weitere Anfragen wegen diesem Autobahnzubringer gibt. Bisher noch nicht. Aber ich bin mir sicher, Per Mertens wird sich bei mir melden. Okay. Danke, dass du das übernimmst. Das ist mein Job. Ja, ich weiß. Ich wollte auch nur sagen, ich bin froh, dass wir uns nicht mehr streiten. Keine Sorge, der nächste Streit kommt bestimmt. Ja. Du weißt ja, wie wichtig es mir ist, dass wir als Familie zusammenhalten. Soweit das für uns möglich ist. Vater hat immer wieder betont, wie viel du für die Familie getan hast. Auch wenn er es nicht so gezeigt hat, er war sehr stolz auf dich. Dass du mich ans Ruder lässt und jetzt trotzdem kooperativ bleibst, das würde ihn sehr freuen. Ich muss jetzt wirklich. Ja? Ich glaube einfach nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn Hagen und ich sofort wieder zusammenarbeiten. Wie lange willst du ihm eigentlich noch aus dem Weg gehen? Vielleicht wird's gar nicht so schlimm. Du konzentrierst dich einfach total auf deine Arbeit. Das sagt sich so leicht. Wenn Hagen auf persönliche Themen zu sprechen kommen will, dann sagst du ihm höflich, aber bestimmt, dass du dazu noch nicht bereit bist. Du, ich muss Schluss machen, aber sag mir einfach so früh wie möglich den Termin, ja? Danke. Und wann kommt Dana zurück? Wer sagt denn, dass das Dana war? Ich telefoniere gerade alle Mitarbeiter durch. Ich muss doch den Dienstplan erstellen. Was soll das? Wieso lügst du mich an?
versuche nur zu verhindern, dass du bei Dana aufsteckst wie die Axt im Wald. Das kannst du neuerdings nämlich ziemlich gut. Was erwartest du? Soll ich warten und zugucken, bis Ricardo sich wieder meine Frau schnappt, ja? Sie ist nicht mehr deine Frau. Dana hat die Notbremse gezogen und zwar bei Ricardo und bei dir. Jetzt respektier das doch einfach. Ein Dreck werde ich. Hallo. Hey. Komm noch rein. Ich wollte dir eigentlich nur die Sachen hier vorbeibringen. Das sind ein paar Sachen von dir und Max, die waren noch bei mir. Danke. Magst nicht reinkommen? Auf einen Kaffee oder so? Ich hatte eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dich hier noch zu treffen. Ich dachte, du wärst schon längst nach Königsbrunn gezogen. Dass ich mich von dir getrennt habe, bedeutet nicht, dass ich jetzt gleich zu Hagen aufs Schloss ziehe. Es ist so, wie ich es gesagt habe. Es war mir einfach alles ein bisschen viel und das gilt für Hagen. Ist genauso wie für dich. Das ist sehr nett, dass du das sagst. Aber jetzt mal ehrlich. Hagen taucht hier auf und du schießt mich ab. Sich jetzt aus purem Anstand für keinen von uns beiden zu entscheiden, das wäre doch irgendwie schräg. Genau so ist es. Lass mal gut sein. Ich komm schon klar. Meine Schwester ist völlig durch den Wind. Und deine Stimmungsschwankungen, die machen es nicht gerade besser. Hagen, ich weiß, dass du nach dem Schiffbruch durch die Hölle gegangen sein musst. Aber deine Wutausbrüche und diese Panikattacke in einem Möbelhaus. Das weißt du also auch, ja? Ja, und mach Dana bitte keinen Vorwurf deswegen. Guck mal, die ist total verwirrt. Sie hat so lange um dich getrauert und dann kommst du genau an dem Punkt wieder, wo sie sich mühsam ein neues Leben aufgebaut hat. Das weiß ich doch. Dana braucht jetzt Zeit. Und du auch. Sie braucht Halt, den du ihr gerade nicht geben kannst. Noch nicht. So, das war's dann wohl mit Kalles Currybude. Ohne die Kohle von der Medikamentenstudie kriege ich die Rate nie zusammen. Es war trotzdem richtig, dass du die Pillen nicht eingeschmissen hast. Gott, ich hätte gleich auf dich hören sollen, wenn ich mir vorstelle, dass da unten für immer das Licht ausgegangen wäre. Du kannst immer noch auf mich hören und doch für den Kalender modeln. Das kannst du direkt vergessen. Was ist denn dein Problem? Das ist ein professionelles Shooting und die Gage, die ist fast genauso hoch wie für diese Medikamententests. Nein! Ich lasse mich nicht impotent machen und ich werde auch nicht das neue Sexsymbol für Schwule. Du bist echt so ein richtiger Latino-Macho. Entschuldige mal, du bist schwul. Das ist doch vollkommen klar, dass es für dich kein Problem ist, für einen Gay-Kalender zu posen. Ich hätte die Fotos auch gemacht, wenn sie für Frauen wären. Weil es das Model schnurzpiep egal ist, ob du schwul oder hetero bist. Ja, aber alle werden denken, dass ich schwul bin. Na und? Ja, Moment, ich habe letztens... Sorry, ich habe keinen Parkplatz gekriegt. Kommst du jetzt noch pünktlich zum Shooting? Ja, wenn ich mich ranhalte. Dankeschön. Und danke, dass du trotz deiner Prüfung gekommen bist. So, und das hier ist für dich, falls du doch noch über deinen Schatten springst. Bei unserem Striptease warst du ja auch nicht so verklemmt. Das war auch was ganz anderes. Natürlich. Ich habe echt gedacht, mit deinem Burrito-Imperium willst du Kim zeigen, dass du ein Typ bist, der was drauf hat. Schade. Tschüss. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der heute hier arbeitet. Na du? Du machst dich aber rar in letzter Zeit. Ist wegen Hagen, oder? Na, vielleicht hilft die Arbeit ja, dass sich zwischen euch alles wieder ein bisschen normalisiert. Ist mir so fremd geworden. Es gibt in letzter Zeit immer wieder Situationen, in denen ich ihn kaum wiedererkenne. Er hat auf dieser gottverdammten Insel ums Überleben gekämpft. Das hätte bei jedem von uns Spuren hinterlassen. Das verstehe ich ja auch, aber... Mann, seine ständigen Wutausbrüche, diese Trauer und Verzweiflung. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber an dem Punkt lässt er mich einfach nicht an sich ran. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber überleg doch mal, wie ich dicht gemacht habe, als Victoria gestorben ist. Ich
weiß, wie schwer das für euch alle war. Ich konnte einfach nicht aus meiner Haut. Sonst wären alle Dämme gebrochen. Und genau davor hatte ich Angst. Vor meiner eigenen Trauer. Und vielleicht schottert sich Hagen auch deswegen ab. Weil er stark sein will. Er will seiner Familie den Vater ersetzen. Und er will für dich und Max da sein. Es wäre doch viel einfacher, wenn er sich damit nicht so unter Druck setzen würde. Auf den Trichter muss er erst mal selber kommen. Meinst du, ich brauche Geduld? Und für ihn da sein. Wenn du die Kraft dazu hast. Auch wenn er anders ist. Tief in ihm drin schlummert noch immer der Mann, den du mal aus Liebe geheiratet hast. Ich liebe Hagen. Aber im Moment weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Na klar schaffst du das. Habt ihr euch doch geschworen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ging aber flott. Mensch, vielen Dank, dass Sie so schnell kommen konnten. Ja, ist doch klar. Ich bin auch froh, wenn ich den Verkauf von der Backe habe. Dann liegt mir meine Helga auch nicht mehr in den Ohren, dass ich nie Zeit für sie hätte. Sie hat mir auch gleich die Rezepte für die Gewürzmischung mitgegeben. Hier. Das ist sehr lieb, aber ich fürchte, ich kann das nicht annehmen. Da ist doch ein Preis inbegriffen. Der Preis, genau, das ist das Problem. Jetzt mach keinen Quatsch. 30.000 in 3 Raten, sowas abgemacht. Mein Wagen ist jeden Cent wert. Absolut, aber ich bekomme die Kohle einfach nicht zusammen. Du bist also auch nur so ein Schwätzer, ja? Ich dachte, du wolltest für dich und dein Prinzesschen was aufbauen. Das will ich auch, aber es gab einfach unvorhergesehene Probleme. Mann, was ist denn mit euch jungen Leuten los, ja? Was glaubst du, was ich für Probleme im Leben hatte? Halt, stopp, es gibt doch nur eine Möglichkeit. Ja? Ja, was denn jetzt? Ja oder nein? Sebastian, ganz kurz habe ich gedacht, du versetzt mich. Könnte ich den aufstrebenden Staatssekretär Per Mertens sitzen? Ich habe gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast deinen Bruder also doch umgestimmt. Nicht ganz. Aber ich habe da eine andere Idee. Es gibt diese 2 Möglichkeiten. Entweder wir bauen den Autobahnzubringer an einem Forst oder ihr zahlt. Das weiß ich doch alles, aber mein Bruder steht nicht auf diese Geschäftspraktiken. Tja, dann wird die Frau Ministerin sehr traurig sein. Vielleicht ist sie ja bald gar keine Ministerin mehr. Mein Bruder hat seine ökologische Seite entdeckt. Es wäre also zumindest denkbar, dass er deine Chefin besticht. Du willst es nur so aussehen lassen. Warum denn nicht, wenn es nicht anders geht? Ich brauche nur die Beweise, dass er schuldig ist. Das wäre ein Riesenskandal. Die Ministerin wird aus dem Amt fliegen. So weit müssen wir es gar nicht kommen lassen. Es reicht, wenn wir ihr ein bisschen drohen. Du stellst Eschberger-Löderich vor die Wahl. Entweder sie tritt zurück aus, sagen wir, persönlichen Gründen und schlägt dich für ihre Nachfolge vor. Oder du zeigst sie an. Was ist aus dem durch und durch integren Jurastudenten von damals geworden? Sind wir uns einig? Du wirst die Ministerin los, ich meinen Bruder. So einfach wird das nicht. Ich will, dass wir das bis zum Ende durchziehen. Es muss eine Staatsaffäre geben. Damit das Ganze vor Gericht geht und wir monatelang die Staatsanwaltschaft im Haus haben? Nee, danke. Ganz oder gar nicht, sonst mache ich nicht mit. Wir finden schon raus, was du hast. Das wird alles wieder. Bin gleich wieder bei dir. Schön, dass du wieder da bist. Hab dich vermisst. Asta ist krank. Sie will einfach nichts fressen. War der Tierarzt schon da? Ich habe ihn angerufen. Weil das nichts Schlimmes ist. Sie ist nicht mehr die Jüngste. Wenigstens hat sie keine Schmerzen.
Aber du musst wieder zu Kräften kommen, altes Mädchen. Ja. Magst du deinen Hafer denn gar nicht fressen? Na los, komm. Wenigstens ein bisschen, komm. Weißt du was? Wenn du deinen Hafer nicht magst, dann hole ich dir ein paar leckere Möhren und Äpfel. Die schmecken dir bestimmt. Ich mag das, wie du mit den Pferden umgehst. Wenn ich schon zum Menschen keinen Draht habe. Das, was du nach dem Schiffbruch mit deinem Vater erlebt hast. Auf der Insel, das muss furchtbar gewesen sein. Weißt du, niemand verlangt von dir, dass du so tust, als wäre nichts gewesen. Aber was auch immer dich so belastet, du kannst es mir erzählen. Das ändert auch nichts. Vielleicht doch. Vielleicht kann ich dich dann besser verstehen. Glaub mir, das willst du alles gar nicht wissen. Doch. Ich will nicht, dass du deine Gefühle versteckst. Weil das mit uns beiden, das kann nur funktionieren, wenn du mich wieder in dein Leben lässt. Vielleicht nicht sofort. Irgendwann. Ja, jetzt kümmern wir uns erstmal um Asta. Ich hole Möhren und Äpfel. Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide. Ja. Okay. Ja, bleibst du. Also das geht mal ein bisschen hoch. Ja, genau. Genau. Okay. Seid ihr denn zufrieden mit den Ergebnissen? Moment. Ja. Ja, ist klasse. Oh ja. Oh ja. Dann zieh ich mich um. Okay, danke. Hey, hast du es dir doch noch anders überlegt? Wow, ist echt profimäßig hier. Fast wie bei LCL. Frauen arbeiten auch hier. Was hast du denn erwartet? Ein Haufen Typen, die sich zwischen Saunagängen mit ihren Einwegkameras knipsen? Nein, Quatsch. Obwohl, ich meine, ist ja auch egal. Ich bin froh, dass das hier alles so profimäßig abläuft. Warum? Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Weißt du, ich habe Currykalle schon abgesagt. Aber der Wagen ist einfach perfekt. Der zusammen mit dem Barno und ich könnte sämtliche Raten tilgen. Aber jetzt brauche ich erst mal Kohle für die erste Rate. Also, welchen Monat soll ich machen? Not ist also gut gegen Vorurteile. Ja, ich muss den Fotograf erst mal fragen, ob er dich überhaupt shooten will. Wie du selbst gesagt hast, das hier ist ein professionelles Shooting. Du hast noch nicht mal eine Setcard. Ich krieg das hin. Hey, du suchst doch noch ein Model. Ja. Ein Kumpel da, der wird gern einspringen. Also der ist kein Model, aber ich bin mir sicher, kriegst gut hin. Echt? Klar. Ich will, dass meine Familie Hagen absetzt. Du willst Minister werden. Da reicht diese kleine Erpressung völlig aus. Ja, dir vielleicht. Aber wenn du deine Hausaufgaben gemacht hättest, dann wüsstest du, dass sich meine Frau Chefin bisher noch überall rausgebunden hat. Wenn du ihr nachweisen kannst, dass sie geschmiert wurde? Ja, die sitzt das aus. Ich kenne sie. Wir machen das öffentlich oder wir machen es gar nicht. Dann geht mein Bruder in den Knast. Ja, mein Gott, für ein paar Monate auf Bewährung. Das nennt man Kollateralschaden. Ich mach da nicht mit. Ich will Hagen in der Firma aus dem Weg haben. Er ist immer noch mein Bruder. Komm schon, ich hab dir doch erzählt, was er in letzter Zeit durchgemacht hat. Es tut mir leid, aber bei der Ministerin gehe ich kein Risiko ein. Es gibt überhaupt kein Risiko. Dafür werde ich schon sorgen. Ich gebe dir mein Wort. Überleg's dir. Wenn du deinen Bruder schützen willst, kommen wir nicht ins Geschäft.
Familie zuliebe. Na los. Wo bleibt der Tierarzt denn? Wie findet er raus, was mit Asta los ist? Asta ist 30 Jahre alt. Vielleicht will sie einfach nicht mehr. Unsinn, ich schreib sie doch nicht ab, nur weil sie alt ist. Asta ist krank und das kriegen wir wieder hin. Ich glaube, sie will sich hinlegen. Asta nicht! Hagen, lass sie. Sie kann nicht mehr. Hey, nicht! Asta, komm her. Lass uns mal. Na los. Hey, du musst durchhalten. Na komm. Na komm. Mach das nicht. Du musst durchhalten. Halt durch. Und? Wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Ich dachte, dein Studienkumpel ist so scharf auf dem Ministersessel. Ist er ja auch. Aber er verfolgt eine andere Strategie. Ehrlich gesagt, es ist mir total egal, ob du viel um die Ohren hast. Ich habe dich gebeten, einen simplen Plan aufzustellen. Wer kümmert sich wann um Emma? Wenn es doch ach so simpel ist, warum machst du es dann nicht selbst? Weil ich im Gegensatz zu dir ein Unternehmen zu leiten habe. Kümmer dich drum. Ich erwarte bis heute Abend konstruktive Vorschläge. Gut, dass ihr mich davon abgehalten habt, diese Frau noch mal zu heiraten. Gern geschehen. Aber wie ich sehe, lässt sie ihre Frustration jetzt an dir aus. Ich hab nichts anderes erwartet. Dann bist du nicht mehr wütend auf Hagen, weil er sich so in deine Lebensplanung eingemischt hat? Naja, wahrscheinlich sollte ich ihm eher dankbar sein, oder? Sebastian, ich weiß, dass Tanja dir immer noch sehr viel bedeutet. Aber über kurz oder lang hätte sie unsere Familie zerstört. Das war die richtige Entscheidung. Wenn dein Vater das noch erleben könnte. Und Hagen nimmt es eine Zentnerlast von den Schultern, weil er sich nun endlich voll und ganz auf dich verlassen kann. Danke. Verdammt, was soll ich denn jetzt machen? Ja, stell dich einfach in die Deko und biet ein paar Posen an. Und denk dran, du bist der Wonnemonat Mai, also sei locker, spritzig, flockig, wie so ein kleiner Maikäfer. Okay? So, Sexappeal bitte. My love, ooh, my love. A winner never quits, and a quitter never wins. I thought about what I wanted, and you were on my list. Remember okay. where I was in the desert with no love, no cactuses, just dust, and you swooped me from above. My love. Oder doch lieber so. I just wanna say, thank you for this day. Oh mein Gott. Sag mal, willst du mich verarschen? Oh, ist das nicht schwul genug? Ich kann doch noch was drauflegen. The take still know me. Na? Hast jetzt einen Plan, an welchem Wochenende du Emma sehen willst? Natürlich. Ich muss das Ganze nur noch schriftlich fixieren. Nicht, dass du nächste Woche behauptest, wir hätten was ganz anderes besprochen. Mein Gedächtnis funktioniert einwandfrei, Sebastian. Ich erinnere mich sogar an deinen Heiratsantrag. Justus! Hören Sie auf damit. Oder ich stecke Ihnen das Schäufelchen da, wo Sie es vielleicht lieber nicht haben wollen. Ich habe gestört. Das ist unerhört. Besser ich gehe
und bereite den Tee. Legen Sie sich ein neues Hobby zu. Er liebt Lyrik. Ehrlich? Wäre ich nach der Kostprobe gar nicht drauf gekommen. Du hättest ihn mal gestern hören sollen, seine Reime über Hagen. Sind kaum zu ertragen. Wie kann er es wagen? So, wie war das Gespräch mit Mertens? Er will die Bestechung bis zum Ende durchziehen. Inklusive Staatsaffäre und Prozess. Was ist das Problem? Hagen würde dafür in den Knast gehen. Ich wiederhole mich, wo ist das Problem? Jetzt sag mir nicht, du hast Mitleid mit ihm. Das wird ein Riesenskandal, der uns allen, auch LCL, schaden könnte. Verstehe. Ja, was hast du vor? Und? Bin ich gefeuert? Er gibt dir noch eine Chance. Aber lass bitte sofort dieses super peinliche Rumgehampel. Woher soll ich denn wissen, was ihr Schwulen so wollt? Vor allem wollen wir nicht, dass sich jemand über uns lustig macht. Das hab ich gar nicht. Hey, ich bitte dich. Du hast kein Klischee ausgelassen. Wie bist du überhaupt auf so einen Schwachsinn gekommen? Bei unserem Strippen da hast du doch auch nicht irgendwelche Posen mit Bananen gemacht. Ja, aber das war ja auch für Frauen. In Ordnung? In Ordnung. Ja, wenn es dir hilft, dann ebenso. Du stellst dir jetzt vor, dieses Shooting ist für Kim. Kim soll dich sexy und toll finden und nicht oberpeinlich. Kriegst du das hin? Und schön locker bleiben. Du schaffst das. Ich bin sowas von locker. Entschuldigung nochmal. Ich will erst das Ergebnis der Blutprobe abwarten. Ich würde mir ja auch wünschen, dass Asta sich noch mehr erholt. Das wird sie auch. Sie hat sich hingelegt. Ihr Blick ist trübe. Hagen, ihre Zeit ist gekommen. Das kann es heißen, das muss es aber nicht heißen. Oder schließen Sie aus, dass Asta sich noch mal erholt? Es ist nicht völlig unmöglich, aber... Na bitte. Solange noch ein Funken Hoffnung besteht, werde ich kein Todesurteil unterschreiben. Hat sie Schmerzen? Ich habe eine Aufbauspritze und ein Schmerzmittel gegeben. Dann warten wir ab, bis es wirkt. Und was, wenn nicht? Wäre es nicht gnädiger, sie jetzt zu erlösen? Gnädiger? Weißt du überhaupt, was du da sagst? Wir warten ab, Ende der Diskussion. Wenn Hagen weiter gegen Autobahnen und für mehr Windkraft demonstriert, dann sehe ich für die nächste LCL-Kollektion ehrlich gesagt schwarz. Ich hoffe, du redest beim Thema Schwarz nur von deiner persönlichen Zukunft. Modisch gesehen ist Schwarz das absolute No-Go für die neue Saison. Ich mein's ernst. Hagen muss ein paar Entscheidungen treffen, sonst geht LCL den Bach runter. Ich bin ganz deiner Meinung. Das Einzige, worüber die Klatschblätter gerade schreiben, ist leider euer peinliches Heiratsdebakel. Und das ist Gift für LCL. Und wir kennen ja den Giftmischer. Also, wenn ihr mich fragt, wir haben schon ganz andere Skandale überstanden. Ich greife diese Schlagzeile einfach ironisch auf, dann wird es ein Coup. Warte einfach mal nächstes Brautkleiddesign ab. Ja, abwarten eher ungern. Es wird Zeit, dass Hagen mir endlich die Geschäftsführung überträgt. Da bin ich ja mal gespannt, was die Presse schreiben wird, wenn ein gescheiterter Kneipier LCL übernimmt. Was willst du denn selbst ironisch entwerfen, Kellnerschürze? Im Gegensatz zu dir musste ich nicht in diese Familie einheiraten und werde hier nur noch geduldet. Ach, da wir gerade beim Thema sind. Wie ist denn mit dem Immobilienteil? Nein. Wenn es sein muss, dann trage ich Tanja höchstpersönlich ihre Koffer hier raus. Aber ich denke, diese billige Art von Polemik ist unter eurem Niveau. Ich glaube, er hat immer noch nicht gemerkt, dass er nichts mehr zu melden hat. Du vielleicht? Nein. Nein. Hagen ist das Familienoberhaupt. Genauso wie es Vater gewollt hat. Aber wenigstens lasse ich mir von meinem Bruder nicht vorschreiben, wen ich heiraten darf und wen nicht. Ich wollte wirklich nicht schwulenfeindlich rüberkommen. Tut mir leid, wenn das so gewirkt hat. Ja, wenn ich dich nicht besser gekannt hätte, hätte ich dich wahrscheinlich für einen Riesenidioten gehalten. Danke trotzdem, dass du mir geholfen hast. Ich meine, ein Nachmittag, 2 Mille für Kalles Curry. Fett. Ja, hab ich das richtig gehört? Hast du Shooting doch gemacht? Obwohl du lieber sterben wolltest, als dich vor Männer ausziehen? Das hab ich
so bestimmt nicht gesagt und außerdem wäre das ein schwulenfeindliches Klischee. Das ist nur sicher abgefüllt, dass er mitmacht. Also auch wenn du denkst, dass man sowas nur betrunken ertragen kann, Emilio hat das alles freiwillig gemacht. Überlebt. Leicht verdientes Geld. Ja, und das mit der Kohle von Medikamententest. Hast du die erste Rate ja fast schon zusammen. Ihr habt die Pillen nicht genommen. Wieso nicht? Die machen impotent. Klar. Deswegen habe ich das Shooting gemacht, damit ich expandieren kann, privat als auch beruflich. Du musst fressen, du musst wieder gesund werden. Du darfst nicht sterben, hast du. Manchmal muss man jemanden gehen lassen können. Auch wenn das traurig ist. Aber nur so kann man seinen Frieden finden. Manchmal, vielleicht, ja. Aber nicht hier, Asta, und nicht jetzt. Du hättest deinen Vater nicht retten können. Entschuldige, ich hatte nur gerade das Gefühl, du denkst an ihn. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie so einsam gefühlt wie in dem Augenblick, als er gestorben ist. Das muss schrecklich gewesen sein. Für Kim war das der blanke Horror. Nach dem Unfall mit meiner Mutter. Wie groß waren die Chancen, dass wir den Schiffsbruch überleben? Winzig. Wir haben es geschafft. Fast ein Jahr lang haben wir uns auf dieser Insel durchgeschlagen. Jeden Tag aufs Neue. Ohne meinen Vater. Wenn ich allein auf dieser Insel gewesen wäre, ich wäre nach kurzer Zeit übergeschnappt. Wir sind uns sehr nah gewesen in der Zeit, näher als jemals zuvor, und dafür bin ich sehr dankbar. Dann versuch dich doch an die schönen Momente zu erinnern. Das versuche ich auch mit meiner Mutter. Denk nicht daran, wie viel es noch hätte geben können. Du hast gesagt, man muss loslassen können. Das kann ich nicht. Found a hole and slipped on through. Kissed the stone and learned the last. Zum alleinigen Geschäftsführer für die Dauer von 2 Jahren ernenne ich Ansgar von Lahnstein. Hagen ist das Familienoberhaupt. Genauso wie es Vater gewollt hat. Aber wenigstens lasse ich mir von meinem Bruder nicht vorschreiben, wenn ich heiraten darf oder nicht. Tanja, mach mit ihr, was du willst, aber sag diese Hochzeit ab. Sonst passiert was. Sonst entferne ich euch aus der Firma. Ihr werdet nichts mehr zu melden haben. Ich nehme euch alles weg, verstehst du? Dann seid ihr raus, Sebastian. Raus. Soll ich den Tierarzt noch mal rufen? Du hast es doch gerade noch mal versucht. Sie will einfach nicht aufstehen. Das bleibt dabei, was ich gesagt habe. Sie hat keine Schmerzen. Lass mir Asta in Ruhe.
kann verstehen, dass du dir Vorwürfe machst. Aber du hättest nicht das Geringste tun können. Nicht unter diesen Bedingungen. Dein Vater ist an einem vergifteten Fisch gestorben. Das war nicht deine Schuld. Es ist gut so. Du tust so, als ob du dabei gewesen wärst. Du hast keine Ahnung. Nicht die geringste. Du kannst es nicht wissen. Nein. Nein, bitte. Lass mich. Woher hast du so viel Geld? Ehrlich verdient. Sicher. Mhm. Keine krummen Dinger mit Sascha. Und wenn du mir nicht glaubst, kannst du gerne Olli fragen. Der hat mir nämlich einen Job bei so einem Shooting besorgt, wo jemand ausgefallen ist. Du hast gemodelt? Mhm. Für welchen Designer? Du, das ist doch jetzt egal. Keine Ahnung. Nö, das ist völlig nicht egal. Komm, lass uns feiern. Wir gehen in die Stadt. Ich kauf dir was Schönes. Danach gehen wir richtig nett essen. Moment, ich dachte, das Geld brauchst du für diese Currybude. Ja, das reicht da ganz locker. Also gestern hast du noch groß rumgerechnet und hattest überhaupt keinen Plan. Gestern war gestern und heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Komm, ich will dir was gönnen. Klingt das nach einem Plan? Okay, Plan. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich noch mal meldest. Wieso nicht? Weil ich mich daran erinnert habe, was für ein Gerechtigkeitsfanatiker du damals schon warst. Gerechtigkeit war schon immer eine Frage der Perspektive. Genau das sage ich auch immer. Alles klar, wir bringen die Ministerin in den Knast und deinen Bruder. Der keine Sekunde gezögert hat, mir alles wegzunehmen. Angeblich, weil es alles der Wunsch meines... Weil es der Wunsch meines Vaters war. Also eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, verstehe. Wobei, einige würden es eher Rache nennen, aber das kann mir egal sein. Ich habe mir für diese Familie den Arsch aufgerissen. Das hat mein Vater nur nie honoriert. Für ihn war Hagen immer die Nummer 1. Tja, die Ersten werden die Letzten sein. Ganz genau. Weißt du, er wird viel Zeit haben im Gefängnis zum Nachdenken. Zum Beispiel darüber, warum du ihn da reingebracht hast. Ich werde ihn doch irgendwann wieder da rausboxen. Na also, du bist eben doch einer von den Guten, genau wie ich. Was ist jetzt? Ziehen wir die Nummer durch? Schon mal darüber nachgedacht, als Politiker Karriere zu machen? Lonely up north, never in between, always just back and forth. It's there that she sees as the train passed the sound from the south. She was trapped northbound. Jetzt hast du sie endgültig vergrault. I'll say it's sweet, younger than I to be, with those two eyes wide, every night close them shut, to hide from this cold changing tide. Du hast
gesagt, man muss loslassen können. Das kann ich nicht. It's the road and the miles of it, it's only mine. Come hear me out, it's not police. You can come when you want me, when you please. Wo warst du denn die ganze Zeit? Naja, ich musste mich ja erst mal an allen vorbeischleichen. Tristan hängt wie so ein kleiner Terrier an meinen Hacken. Wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Er lauert die ganze Zeit nach Beweisen, dass wir beide nicht wirklich getrennt sind. Er will dich vor Hagen diskreditieren, um meinen Job zu bekommen. Da kann er lange warten. Nee. Jetzt sag nicht, du hast Mertens Vorschlag angenommen. Mit allen Konsequenzen. Du hast deine Skrupel überwunden. Sehr gut. Was denn für Skrupel? Ich habe dir doch von Anfang an gesagt, ich möchte mich gerne noch bei Peer absichern. Komm schon, du kannst es ruhig zugeben. Du wolltest nicht, dass Hagen ins Gefängnis wandert. Ich nehm's dir auch nicht übel. Aber nur, weil du deine Meinung doch noch geändert hast. Ob Gefängnis oder nicht, mir geht es einzig und allein darum, dass die ganze Welt Hagen für einen Kriminellen hält. Und dann wird deine Familie dich zurück an die Spitze wählen. Ich hole mir nur zurück, was mir zusteht. Wenn Hagen mir dabei in die Quere kommt, dann ist das seine eigene Schuld. Ja. Graf Hagen? Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden. Also Justus hat echt sein Bestes gegeben, aber er konnte mich nicht abwimmeln. Bist du gekommen, um dich zu verabschieden? Nee. Ich komme nach Hause. Wir haben mal gesagt, in guten wie in schlechten Tagen. Und du hast recht. Ich habe keine Ahnung, was du durchgemacht hast. Aber ich kann erkennen, dass dich das Ganze immer noch quält. Ich brauche kein Mitleid. Ich komme nicht aus Mitleid zurück, sondern weil ich deine Frau bin. Und weil ich dich liebe. Du kommst wirklich zu mir zurück. Und jetzt kommen die guten Tage.